Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Superliminal. In der letzten Folge haben wir den Entwickler gefunden, scheinbar. Und im Moment können wir hier irgendwie nichts aufheben. Alles, was wir aufheben wollen, vervielfacht sich nur irgendwie. Feuerlöscher funktioniert noch, aber auch hier ploppt einfach nur raus. Okay, hier ist eine große Wand. LOL. Okay. Vor allem jetzt haben wir 12:34 Uhr. Wait, what? Unser Fadenkreuz ist jetzt plötzlich ein Smiley. Was zur Hölle? Okay. Ah, warte, kann ich... Nee. Es geht immer zum ursprünglichen zurück, scheinbar. Ja. Okay. So funktioniert es also nicht. Gut. Ich dachte jetzt, ich kann das vielleicht damit da dann runter... Okay, das war interessant, aber nicht das... Okay, gut. Ich muss irgendwie diesen Apfel da runterkriegen. Das Interessante ist, diese Dinger von dem Feuermelder kann ich nicht nehmen. Und den Apfel, wenn ich den nehme, dann nehme ich den halt. Dann habe ich den in der Hand, ne? Aber die hier, wenn ich den nehme, ploppt der einfach nur raus. What? Lol, ich hab den kleinen Apfel mit dem großen runtergerollt. Huh. Okay, der Wind beeinflusst mich scheinbar nicht. Ich kann da einfach dran vorbeigehen. Und das hier öffnet die Tür. Okay. Soll ich da runterspringen? Okay, das habe ich mir irgendwo gedacht. Okay, die ändern Farbe. Interessant. Das Ding ist, ich vermute mal... Ja, die werden nämlich von dem Wind beeinflusst und die fliegen dann da weg. Das habe ich mir gedacht. Und die kann ich auch aus irgendeinem Grund wieder nicht mehr nehmen. Ich weiß nicht, ob das die
beabsichtigte Lösung war? Ja, warte, aber ich habe ja jetzt immer noch keine hier oben, ne? Ja, okay, aber so geht's natürlich. Oder auch nicht, weil die einfach immer kleiner werden. Ja, so geht's. Ich bezweifle, dass das die beabsichtigte Lösung war, aber es funktioniert. Jetzt muss ich halt nur die Spur hier drauf führen. Als ob ich jetzt die fucking maximale Anzahl an Objekten erreicht habe, kurz bevor ich das geschafft hätte. Warte, ich kann den aber da... Ich kann den da drauf rollen, oder? Komm, das geht. Mir hätten noch hier so 2 Dinger gefehlt. Ich habe gerade ein Achievement bekommen. Warum bist du so? Und seitdem spawnen keine Objekte mehr, wenn ich hier irgendwas mache. Als ob ich jetzt die fucking maximale Anzahl erreicht habe. Okay. Okay, da ist jetzt aber gerade was weggeflogen. Vielleicht dadurch, dass es dann wieder gelöscht wird? Nee. Okay, was übersehe ich? Das Ding ist, ich kann die Äpfel halt auch nicht größer machen. Weil die Äpfel spawnen immer nur als eine kleinere Version des Apfels vor ihnen. Weil ich kann die halt auch nicht nehmen. Von daher perspektivisch. Was theoretisch vielleicht, wenn ich die so klein mache, vielleicht werden die dann vom Wind gar nicht beeinflusst. Vielleicht ist das Geheimnis. Ja, der Wind geht nämlich jetzt über die drüber. Hier, die werden gar nicht beeinflusst. Aber das ist ja auch irgendwie ein bisschen witzlos. Weil ich die ja so niemals die Treppe hochkriege. Okay, hier bin ich jetzt ein bisschen überfragt. LOL! Okay, jetzt muss das aber reichen. Jetzt habe ich nicht so viele Äpfel gespawnt. Jetzt muss das reichen, dass ich das hier bis auf den Button bekommen kann. Bam. Okay. Ich habe so meine Zweifel, dass das die... Warning. Dr. Pierce is frantically submitting numerous spelling and grammar mistakes into the Standard Orientation Protocol in a desperate attempt to counsel you. I have no subroutine to correct these errors, but I cannot compromise the integrity of the Standard Orientation Protocol. You will not receive these messages. They would not make sense regardless. Also ich bezweifle, dass das die beabsichtigte Lösung war. Aber ich habe keine Ahnung, was die beabsichtigte Lösung ist. Okay, steht einfach Stuhl. Okay. Somner Skull. Gallery. Okay. Kann ich das? Ja, ich kann das Schild kopieren. So komme ich hier hoch. Hier haben wir wieder Fake-Himmel. Taschenlampe. Okay. Attention. Dr. Pierce continues to input significant errors. I will interpret his basic ideas. Hello. My introductions are redundant. I am a real doctor who went to doctor school. VR has never been a mistake. I can help you, but I also do not know how. Transmission ends. Okay. Okay.
Hier ist ein Geheimgang. Das sieht nicht aus wie die... Da... What? Da kommen einfach... Da kommen einfach mehr kleine Automaten raus. Okay. Oh. Das erinnert mich... was ist das für ein Raum, Alter? Das erinnert mich so ein bisschen an das eine Ende von Stanley Parable. Mhm. Oh. Hello. Name is my Pierce Dr. Glenn. To the Somnosculpt Welcome Experience, team of your care leader patient years 10 development. Conditions struggle you whatever with? Professional invention. Edge science with cutting, a tomorrow can bright. And buts, no ifs or? Look good. Ich glaube, die Wörter waren dann nicht so ganz in der richtigen Reihenfolge. Okay. Der Arzt fängt an, so ein bisschen kaputt zu gehen. Aufzug bedeutet Tod. Interpretiere ich das richtig? Ach, die guten Äpfel. Diese Loading Screens sind so ein Troll einfach. 7 Uhr, natürlich. Okay. Jetzt sind wir aber auf der anderen Seite, sonst sind wir immer hier auf der anderen Seite von diesem Gitter gewesen und sind halt immer aus diesem Raum gekommen. Es wird alles immer seltsamer hier. Okay, Wolken. Ein Stuhl, der sich hier einfach nur die Wolken anguckt. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. This is a notification that you have reappeared on our monitoring system after a prolonged absence. Please continue to do whatever you did most recently, and discontinue whatever you were doing immediately prior to that. Dieses Notausgangsschild ist kein komplettes Notausgangsschild. Okay, Hausmeister. Jetzt sind wir wieder auf der richtigen Seite vom Gang, aber trotzdem nicht im richtigen Raum. Das hier ist eigentlich unser Raum. Ha! Und jetzt können wir den Feueralarm wieder normal ziehen. Okay.
Ein Haus? Jetzt bin ich klein, weil ich in das Haus reingegangen bin, als ich klein war. Also als das Haus halt größer war. Jetzt bin ich größer. Okay. Das ist auch interessant. Okay, das ist wieder dieselbe Tür. Oh, okay, und jetzt muss ich mich klein machen, damit ich hier durchpasse. Ich verstehe. Das ist so crazy. Okay. Okay, jetzt wird es wirklich absurd. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. In addition to continuing and discontinuing as mentioned earlier, please also disregard any unsettling experiences that you may have recently had. Everything should have now reverted to being soothing and therapeutic. Ah ja? If this is not the case, you may be receiving this message in error. Wow. Toll. Was einstecken? Nee. Können wir nicht. Warte mal. Können wir das Radio vielleicht an das Kabel anschließen? Ich meine, das muss doch eigentlich irgendeine Bedeutung haben, oder? Dass hier dieser Fernseher steht. Aber das Kabel von dem Fernseher geht halt zu diesem Stecker. Aber mit dem Stecker kann ich nicht interagieren. Okay. Gar nicht creepy. Wieder mal. Okay, da muss ich hoch. Ist das ein Jenga-Turm? Okay, ich glaube, ich verstehe. Lol. Okay. Ich kann theoretisch den Ventilator mitnehmen. Aber ich glaube, der ausgegangen? Der macht zumindest keine Geräusche mehr. Sobald ich den hier halt reinbringe, ist der Sound weg von dem Ventilator. Und jetzt ist er wieder da. Okay. Ich verstehe gerade nicht so ganz, was ich hier machen soll. Es gibt halt nur eine Sache hier, womit ich interagieren kann. Und das ist dieser Ventilator. Ich bin gerade wirklich ein bisschen überfragt, was ich hier tun soll. Ich glaube, ich mache an der Stelle mal eine Pause
Und vielleicht finde ich es ja bis zur nächsten Folge auf. Also wenn ihr es nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. Bis dann.